Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Lenovo ThinkPad und zwar ein L590 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Gerät nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die Modellnummer finden wir neben dem ThinkPad direkt hier vorne auf dem Frontrahmen und da können wir sehen L590. Und mit dieser Modellnummer findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein lässt sich zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch relativ einfach ist. Und zwar muss man dafür nur den Frontrahmen abnehmen und kommt so an das Display direkt ran. Die Tastatur kann man auch von oben aus direkt tauschen. Dafür muss man zum einen diese Schraube hier lösen. Und dann sind jeweils unter den Clickpads sind auch nochmal zwei Schrauben. Und ich zeige euch das hier mal ganz schnell. Genau da, die macht man auch raus. Und dann kann man die Tastatur am Rahmen nach oben schieben und einfach vorneweg rausnehmen. Am besten klappt man die dann um. Hier sind nämlich nochmal zwei Kabelverbindungen. Und ja, also Tastaturtausch super einfach. Das Touchpad kann man auch einzeln tauschen. Das zeige ich euch dann aber später. So, um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man erstmal alle Schrauben lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und hier ist es so, dass die Schrauben nicht ganz aus dem Gerät kommen. Die bleiben im Gehäuse und werden also nur gelockert und kommen nicht ganz raus. Zum Aufschrauben habe ich hier ein Universalwerkzeugset genommen. Das ist super praktisch. Hier sind nämlich alle Aufsätze und Schrauben, die man so gebrauchen kann, direkt mit dabei. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und als Aufsatz für die Kreuzschrauben nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher und zwar ein PH0. Bevor wir jetzt das Gerät aufmachen, ein wichtiger Hinweis noch. Und zwar gibt es hier einen SIM-Karten-Slot, genau auf dieser Seite. Und den muss man auf jeden Fall rausmachen, bevor man die Unterseite löst. Ich mache das jetzt hier mit einer Büroklammer, weil den macht man sonst kaputt. Und deswegen nehmen wir den einfach raus, bevor wir das hier aufmachen. Dann zeige ich euch mal, wo die Gehäuseunterseite eigentlich mit dem Gerät verbunden ist. Und das kann man hier ganz gut sehen. Da läuft die Trennlinie. Und genau hier müssen wir dann auch rein, um eine Öffnung zu finden. Und das ist bei dem Gerät jetzt recht einfach. Die läuft einmal um das Gerät herum. Und zum Öffnen nehme ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann fange ich jetzt hier auf der Rückseite an. Dann gehe ich hier quasi so zwischen Gerät und Unterseite und hebel das dann so ein bisschen nach oben. Und mit ein bisschen hin und her ruckeln und wippen löst sich das eigentlich immer relativ schnell. Bei dem Knacken muss man übrigens keine Angst haben, das ist völlig normal. Das ist einfach, wenn die Einraststellen sich lösen, das müssen die auch. Da macht man in der Regel auch nichts kaputt. Wenn es an irgendeiner Stelle mal wirklich sehr schwer geht, dann einfach schauen, ob die Schrauben auch wirklich locker sind oder ob die vielleicht noch ein bisschen drin sitzen. Da also nicht mit Gewalt. Und ansonsten arbeitet man sich so einmal um das Gerät herum.
kann man meistens auch schon mit der Hand drunter fassen und das da ein bisschen aufziehen. Ich hoffe, man sieht das hier. Genau, und dann kann man das irgendwann mit der Hand einfach abziehen. Und ich zeige euch die jetzt auch mal von innen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt aber irgendetwas weiteres machen, trennen wir auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und die Steckverbindungen finden wir hier. Und den Stecker kann man einfach seitlich rausziehen. Der hat hier auch so eine kleine Schlaufe dran und da kann man einfach ziehen und schwuppdiwupp ist der draußen. Was können wir hier noch sehen? Wir sehen direkt über dem Akku die beiden RAM-Slots, von denen jetzt einer hier nicht belegt ist. Hier drüben ist der Lüfter und der Heatsink, der die CPU kühlt. Hier sehen wir die 2,5 Zoll HDD oder hier ist eine normale M2 SSD drin. Hier ist das WLAN-Modul mit den beiden Antennen und direkt daneben noch das LTE-Modul. Gut, um den Akku auszubauen, muss man diese Schrauben hier rausnehmen. Und die Schraube hier ist ein bisschen kleiner und auch silbern. Die legt man sich also einfach getrennt und merkt sich, dass die von hier unten kommt. Und dann kann man den Akku einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen und gegebenenfalls eben auch tauschen. Direkt unter dem Akku sehen wir hier übrigens auch das Touchpad und das lässt sich auch einzeln lösen, wie eingangs erwähnt. Und das wird nur von diesen 4 Schrauben hier gehalten und man muss das Kabel, das das Mainboard mit dem Touchpad verbindet, auch noch trennen und das ist hier so ein bisschen versteckt. Und das ist mit einem Kippschalter verbunden, also nicht einfach an dem Kabel ziehen, den muss man erst nach oben hin aufklappen. Dann kann man das Kabel rausziehen. Und dann kann man das Touchpad von der anderen Seite entgegennehmen und austauschen. Und beim Wiederverbinden einfach nur schauen, dass das Kabel wirklich wieder richtig drin sitzt. Bis zu dieser Linie hier. Bis dahin kommt das wieder rein. Das kann hier ein bisschen friemelig sein. Also von beiden Seiten schauen, dass das wirklich richtig drin steckt. Ups. Genau, und dann klappt man den Stecker wieder zu. Und so schnell geht das. Den RAM zu tauschen ist super einfach. Der wird nämlich nur von diesen beiden silbernen Klammern hier gehalten. Die zieht man so ein bisschen nach außen. Dann kommt er einem förmlich entgegen. Dann kann man den einfach rausziehen und austauschen. Und der Einbau ist genauso einfach. Den steckt man wieder zurück in den Slot, bis ganz hier rein. Drückt den nach unten, bis die beiden Klammern an der Seite wieder einrasten. Bei der SSD ist es hier so, die sitzt in dem Gehäuse für die 2,5 Zoll. Und das geht auch nur eins von beiden. Also man hat entweder eine 2,5 Zoll oder eine M2. Und in beiden Fällen, wenn man die austauschen will oder umbauen will, muss man das innere Gehäuse hier rausnehmen. Das ist hier vorne leicht eingehängt. Hier läuft das Kabel. Und da sitzt dann die SSD. Wenn man an die ran will, muss man erstmal die Halterung hier abschrauben. Ich mache das mal schnell. Genau so. Und da sieht man das. Und für den Fall, dass man hier eben eine 2,5 Zoll einbauen will, braucht man auch eine komplett andere Platine bzw. einen anderen Adapter, weil die natürlich nicht miteinander kompatibel sind. Und ja, die SSD, die wird nur hinten von dieser Schraube gehalten. Dann kann man die aus dem Slot ziehen und austauschen. Dann einfach das wieder drüber.
Dann wird das wieder hier reingelegt. Wie gesagt, hier unten so ein bisschen einhängen. Und dann einfach nach unten drücken und erledigt. Beim Lüfter ist es hier so, dass der nur zusammen mit dem Heatsink getauscht werden kann. Der lässt sich nicht einzeln rausnehmen. Aber auch das ist super einfach. Der Lüfter selbst ist nicht verschraubt. Das heißt, die 4 Schrauben am Heatsink müssen raus und dann eigentlich nur noch das Kabel vom Lüfter. Das läuft hier und das kann man einfach so ein bisschen nach hinten ziehen. Genau. Und dann kann man beides zusammen einfach rausnehmen und austauschen. Da muss man nur schauen, ob die Kühlpaste bei dem neuen Lüfter mit dabei ist, ob man die dazu bestellen muss und ja. Und dann in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen. Bei dem Kabel, je nachdem wie rum das gedreht ist, wenn man da mal nicht weiß, wie rum das reinkommt, da ist es so, dass die Kontakte, die man hier sehen kann, die gibt es nur auf einer Seite, die zeigen bei dem Modell nach oben, wenn man das dann wieder verbindet. Und das sollte man natürlich auch nicht vergessen, damit der Lüfter dann auch wieder arbeitet. Den Akku legen wir jetzt einfach wieder in seine Position. Der hat hier auch so, naja, sagen wir mal, kleine Ausbuchtungen, dass der da passgenau wieder drin liegt. Und hier bei dem Kabel schaue ich mal, dass ich das nicht einklemme. Genau. Ja, und dann kann man den wieder zuschrauben. Die kleine silberne Schraube zuerst. Und ganz wichtig natürlich am Ende nicht vergessen, auch das Akkukabel wieder zu verbinden, dass das Laptop dann auch wieder Strom bekommt. Sonst hat man das hier umsonst aufgemacht. Bis ganz hinten rein und dann läuft das wieder. Die Gehäuseunterseite legt man jetzt einfach wieder auf das Gerät drauf und drückt die nach unten hin fest zu. Und da kann man ruhig fest drücken, auch in der Mitte. Man hört auch wunderbar, wie alles wieder einrastet. Und ich gehe dann am Ende auch immer noch einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich alle Lücken zu sind. Ja, und dann muss man das nur noch verschrauben und hat das erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.